Hallo meine Lieben, heute gleich nochmal ein kleines Sublimationsprojekt und zwar will ich euch zeigen, wie ihr eine Spardose sublimieren könnt. Es gibt ganz coole Sachen, die man wirklich mit Sublimation aufhübschen kann und wie das funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Heute will ich euch zeigen, wie ihr eine kleine Spardose sublimieren könnt. Und zwar sieht die so aus. Und unten hat es ein Plastikteil, da auf jeden Fall, am besten gleich, wenn ihr es auspackt, nehmt es raus, weil das darf beim Sublimieren, das heißt beim Pressen mit der Hitze, nicht drin sein. Das muss weg. Jetzt werde ich das Ganze mit meiner üblichen Tassenpresse pressen. Ich musste da die Manschette austauschen, weil die große schlicht und ergreifend zu groß war. Und das geht ganz einfach. Das hat hier 4 Schrauben und die könnt ihr rausdrehen, die neue Manschette reinmachen, wieder festschrauben. So einfach geht es. Natürlich, es versteht sich von selber, in kaltem Zustand, nicht wenn die heiß ist. Kalt, Manschette wechseln, neu rein und dann wieder festschrauben und dann heizt ihr das Ganze auf. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, kann ich das auch mit der Cricut-Presse machen? Da haben wir ein Problem. Und zwar die ist zu klein. Jetzt gibt es Leute, die nehmen da solche, die hitzeresistent sind. Das ist jetzt einer der Untersetzer bis 300 Grad hitzebeständig. Dann schneiden die das in Stücke und packen das irgendwo rein, damit das mehr gegen die Wand gepresst wird. Warum ich sage, ich denke, es funktioniert trotzdem nicht, ist, weil mein Element hat eine Wölbung und die hier hat eine Wölbung. Und selbst wenn ihr das entgegenpresst, seht ihr, dass sie hier auf den Seiten dann keinen Kontakt hat. Und dadurch wird es dann auch nicht richtig gepresst. Also von dem her würde ich mal sagen, entweder ihr habt eine andere Tassenpresse, wo ihr flexibler seid von den Manschetten, oder ihr findet irgendwas, was hier drinnen Platz hat, respektive groß genug ist, damit das wirklich abschließt mit der Manschette. Jetzt habe ich schon ein Design ausgedruckt. Auch hier hatte ich wieder das Thema, dass ich das zuerst getestet habe. Und ihr seht, der sieht aus, als ob er Gelbsucht hätte. Das ist definitiv nicht das, was ich wollte. Dann habe ich versucht, mit der Brightness runterzugehen, mit der Helligkeit. Auch das hat mir nicht gefallen. Dann habe ich versucht, Brightness und Kontrast runterzunehmen. Hat mir immer noch nicht gefallen. Dann habe ich versucht, auf 10% jeweils zu gehen. War immer noch nicht gut, weil das hat per se eine andere Farbe. Und das, was mir dann gefallen hat, war, dass ich, wenn ich bei der Temperatur auf 5000 anstatt den 6500 gegangen bin, eine Brightness von 10 und einen Kontrast von 10, dann habe ich das Resultat gekriegt, was ich haben wollte. Wenn ihr jetzt Bahnhof versteht, wenn ich davon rede, guckt euch das Video an. Ich verlinke euch das oben, wo ich das Puzzle sublimiert habe. Da erkläre ich das, wie ich das im PowerPoint angepasst habe, damit ich dann die Farbe bekomme, die ich haben will. So, jetzt können wir das nehmen. Natürlich vorher gereinigt und dann das Motiv draufbringen, da wo ihr das haben wollt. Ich nehme das so, dass der Schlitz quasi schön parallel zum Bild ist. Hier schön in die Mitte rein. Dann hitzeresistentes Klebeband. Mache ich das auf der ersten Seite fest. Und dann gucke ich, dass das wirklich gut hier drauf fest sitzt. Und dann kleben wir das noch an einzelnen Stellen fest. Je besser das drauf sitzt, desto besser ist euer Pressergebnis.
Und wie immer ein Stück Backtrennpapier drauf, damit ihr euch nicht die Manschette versaut. Und das presse ich jetzt bei 180 Grad für 180 Sekunden, so wie ich das immer mache. Und werde das dann einfach rausnehmen und abkühlen lassen. Ich schneide es hier unten jeweils ein bisschen weg, damit ich die gut dann aufstellen kann zum Kühlen. So, und jetzt zum Pressen. Das Ganze ist immer noch ein bisschen warm, aber ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? Geduld gehört nicht zu meinen Stärken, von dem her machen wir es jetzt trotzdem weg. Und dann gucken wir uns das mal an. So cool. So cool. Nee, das kleine Monster mit dem Geld. Ist übrigens ein Bild, was ich auch von freepik.com habe. Ich habe es allerdings ein bisschen geändert. Das war dieses Monster und ich kann mit Illustrator halt einfach die Bilder verändern. Und da habe ich aus einem anderen Bild diese Münzen genommen und habe die quasi, weil das Bild ist ja auch in Ebenen aufgebaut, und dann habe ich die Arme quasi nach vorne geholt, die Münzen dazwischen vor dem Körper und so konnte ich das Bild anpassen. Aber das ist doch der Hammer. Ne? Ganz einfach selber eine Spardose bedrucken. So einfach geht das. Wenn wir das vergleichen mit dem, was ich auf den Stofftest gedruckt habe, es ist ein bisschen dunkler, noch ein bisschen kräftiger, aber passt immer noch wunderbar von der Farbe. Von dem her würde ich wirklich sagen, die 180 Sekunden bei 180 Grad passen eigentlich wunderbar. Ich lasse es jetzt noch komplett auskühlen und dann kommt natürlich hier dieses Plastikteil hier unten rein, damit es dann auch wirklich eine Spardose ist. Und so könnt ihr die wunderbar verschenken. So, dann ist die ausgekühlt und ich kann unten diesen Deckel reinmachen. Ist ein bisschen verbogen. Gucken, dass ich das wieder richtig reinbekomme. Wunderbar. Und so könnt ihr eine Spardose bedrucken und die verschenken oder natürlich auch an euch selber schenken. Ne? Das Ganze funktioniert natürlich auch mit den Fusible Ink, den Sheets oder auch den Stiften. Das könnt ihr auch machen, aber ich habe halt einfach einen Sublimationsdrucker, den ich umgebaut habe. Wenn das Thema für euch wirklich komplett neu ist, das Sublimationsdrucken, dann guckt euch, ich habe eine Playlist erstellt auf meinem Kanal, wo es rund um Sublimieren geht. Da könnt ihr euch so ein bisschen einlesen, eingucken und da erfahrt ihr so ein bisschen mehr über das Sublimieren. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr habt Lust, diese Idee selber auch umzusetzen. Und ja, natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!